Habt ihr euch auch schon mal gefreut, weil man euch ein Girlboss-T-Shirt geschenkt hat? Wart ihr so richtig inspiriert, als ihr aus eurer Boss-Babe-Tasse euren Kaffee getrunken habt? Oder euch schon mal eure Boss-Lady-Cap aufgesetzt, es euch auf eurem Boss-Mom-Kissen gemütlich gemacht, um dann in eurem CEO-Notizbuch aufzuschreiben, wie ihr die Karriereleiter ganz nach oben klettern könnt? Vielleicht habt ihr aber auch eher die Memes dazu gesehen, die solche Begriffe wie Girlboss auf den Arm nehmen. Did someone say contracts? Hi, my name's Amanda, and I'm a girl boss. Forbes, I'm busy right now. Gaslight. Gatekeep. Girl boss. California girls were unforgettable. Daisy Dukes, bikinis on top. Girlboss war am Anfang als motivierende Selbsterklärung gedacht. Jede Bossfrau verdient ganz viel Erfolg diesen Monat. Einfach nur ein Girlboss, das ihr Imperium aufbaut. Aber er wurde mittlerweile zu einem richtigen Witz, den man übrigens auch genauso gut auf Zeug drucken kann. Das hier heißt sinngemäß so viel wie manipulieren, kontrollieren, Girlbossen. Und auch wenn wir uns die Definition von dem Wort genauer anschauen, sehen wir unterschiedliche Bedeutungen. Bei Urban Dictionary, dem vertrauenswürdigsten Wörterbuch im Internet, findet man sowohl die Definition, jemand mit einer Badass-Energie gibt nicht so viel darauf, was andere sagen, jemand, der stark und selbstbewusst ist, jemand, zu dem alle anderen aufschauen, aber auch Definitionen wie jemand zu Girlbossen heißt jemanden als Idol oder Inspiration für Profit darzustellen, obwohl die Person sehr viele Fehler hat. Oder ein Mädchen, das kein spezielles Talent hat, aber viele Follower, viel Geld oder Fame will. Oder einfach nur rassistisch. Die Frage ist jetzt, wie? Wie kamen wir eigentlich von einem harmlosen, positiven Gedanken hierher? Manche Medien reden sogar darüber, dass die Ära der Girlbosse ein für alle Mal gestorben ist. Und wieso ist es sogar gut, dass wir alle keine Girlbosses sind und sich der Blick auf diesen Begriff so verändert hat? Wenn ihr also das Wort Girlboss bisher als etwas total Positives wahrgenommen habt, dann ist das Video wahrscheinlich für euch. Fangen wir mal von vorne an. Der Begriff wurde vor allem im Jahr 2014 durch Sophia Amoruso bekannt. Sie wurde von Forbes als eine der reichsten Selfmade-Frauen der Welt ausgezeichnet, weil sie einen eigenen kleinen Vintage-Ebay-Shop in ein millionenschweres Unternehmen verwandelt hat. Und dann hat sie ihre Biografie mit dem Titel Girlboss veröffentlicht. Das hat sich 500.000 Mal verkauft und wurde auch, wie sollte es anders sein, von Netflix ein paar Jahre später in der Serie Girlboss verfilmt, die ihre Geschichte lose nacherzählt. Eine Comedy-Serie muss man ja jetzt nicht so mega ernst nehmen eigentlich. Das Ding ist nur, wenn eine bestimmte Person so einen Begriff so dermaßen prägt, die eigene Geschichte so vermarktet, ein Bestsellerbuch verkauft und als der sexiest CEO alive gekrönt wird, what the fuck ist dieser Titel eigentlich, aber einfach von vielen als Idol angesehen wird, dann möchte man natürlich glauben, dass die Person diesen Begriff auch gut verkörpert. Das Problem war nur leider, dass das alles in Realität etwas anders aussah. Zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Serie hatte ihre Firma Nasty Gal längst Insolvenz angemeldet. Erstmal kein Weltuntergang, aber ehemalige Mitarbeiterinnen haben ihr eine toxische Arbeitskultur vorgeworfen und haben gegen das Unternehmen geklagt. 3 von ihnen sagten in diesen Klagen, dass sie entlassen wurden, weil sie schwanger waren und eine, weil sie krank wurde. Und weil das in Amerika war, haben sie auch ihre Versicherung verloren. Richtiger Girlboss-Move. Nach diesen Klagen ist sie als CEO zurückgetreten. Eine zweite Staffel der Serie gab es auch nicht mehr. Aber das hat sie nicht davon abgehalten, ein Medienunternehmen namens Girlboss zu gründen, das auch Events, einen Podcast, sogar ein soziales Netzwerk für Frauen sein sollte, von dem sie jetzt allerdings auch als CEO zurückgetreten ist. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was da passiert ist, laut Sophia Amoruso hatte das Unternehmen unter anderem wegen Covid sinkende Einnahmen, aber keine Sorge, die ganze Story kann man sich dann irgendwann kaufen, denn sie wird das im Detail natürlich in ihrem nächsten Buch mit der Welt teilen. Und sie will natürlich weiterhin der Girlboss bleiben. Sie war also ein wichtiger Grund, warum viele den Begriff nicht wirklich ernst nehmen können, aber sie ist längst nicht der einzige. Die Leute haben sich so sehr gewünscht, dass wenn sie oder andere Frauen es ganz nach oben schaffen würden, dann könnten es ja alle anderen hoffentlich auch irgendwann schaffen. Das ist aktuell in Deutschland ja auch nicht die Regel. Das heißt, man hat sich gewünscht, dass sich damit vielleicht etwas in der Unternehmenswelt verändern könnte und mehr Frauen eine Chance auf Führungspositionen bekommen könnten. Die Hoffnung war einfach ziemlich groß. Besonders in Amerika ist es aber ein bisschen anders abgelaufen als erhofft. Die Schlagzeilen zu den vermeintlichen Girlbosses haben sich eine Weile nur so überschlagen. Die Geschichte von Unternehmerin Elizabeth Holmes ist wahrscheinlich eine der bekanntesten und abgefahrensten. Sie hat mit 19 das Startup-Unternehmen Theranos gegründet, mit dem Versprechen, mit nur ein paar Tropfen Blut von der Fingerspitze und einer revolutionären Technologie könnte man sehr viele Krankheiten, unter anderem Krebs oder HIV, diagnostizieren. Sie wurde mal wieder von Forbes zur jüngsten Selfmade-Millionärin ausgezeichnet und dafür gefeiert, eine absolute Visionärin in einem männerdominierten Silicon Valley zu sein, bis irgendwann Recherchen aufgedeckt haben, dass es diese Technologie gar nicht gibt und ihre Testgeräte nicht funktionieren. Es war alles ein großer Betrug. Dafür wurde sie jetzt schuldig gesprochen. Dann gab es Audrey Gelman, die Mitbegründerin von The Wing, einem wirklich sehr Instagrammable
Instagrammable Coworking Space ausschließlich für Frauen und nicht-binäre Personen, gab einen ziemlichen Hype darum. Die Leute haben es gefeiert, dass man auch endlich mal eine schwangere CEO auf Covern sieht zum Beispiel. Sie wollte mit diesem Büro ein Safe Space bieten und wurde genau zum Gegenteil für viele, die da gearbeitet haben. Ehemalige Mitarbeiterinnen berichten von einem rassistischen Arbeitsumfeld, von einem Umfeld, das die sexuelle Orientierung diskriminiert, und sie berichteten sogar von physischer und psychischer Gewalt in den Locations und vor allem Diskriminierung, wenn man innerhalb des Unternehmens aufsteigen wollte. Besonders schmerzhaft, wenn das innerhalb eines Unternehmens passiert, das eigentlich für genau diese Menschen sicher und inklusiv sein wollte. Das hat die Mitbegründerin Audrey Gelman auch zugegeben und ist zurückgetreten. Ich könnte jetzt hier noch sehr viele weitere Beispiele nennen von frauengeführten Unternehmen, die sich als richtige Girlbosses und CEOs vermarktet haben, damit Geld machen wollten und im Endeffekt Vorwürfe von ihren Mitarbeitenden kassiert haben, dass sie toxische und belastende Arbeitsumfelder geschaffen haben sollen, Überstunden verlangt haben sollen und Menschen sexuell belästigt und diskriminiert und rassistisch behandelt haben sollen. Aber ich glaube, ihr versteht, worum es geht. Ich sag's wie es ist, ich wünschte, es wäre anders. Ich habe mir bei der Recherche einfach die ganze Zeit einfach nur gedacht, I was rooting for you. I was rooting for you. We were all rooting for you. How dare you? Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, ob das ein ausschließliches Frauenproblem ist, weil wenn man sich das so durchliest, dann wirkt es erstmal so. Aber laut einer Studie von der Rockefeller Foundation aus dem Jahr 2016, die das Wall Street Journal veröffentlicht hat, werden Geschäftsführerinnen öfter in den Medien für ihre Unternehmen verantwortlich gemacht, wenn etwas schiefläuft. Hierfür wurden 100 Artikel über 20 CEOs analysiert, 11 von ihnen waren Frauen, und es kam heraus, dass die Geschäftsführerinnen in 80% der Artikeln als Ursache des Problems verantwortlich gemacht wurden. Bei den Geschäftsführern wurden im Vergleich nur 31% dafür persönlich zur Verantwortung gezogen. Wie ihr aber daran merkt, so richtig aussagekräftig ist es erstmal nicht, weil nur eine kleine Anzahl an Menschen analysiert wurde, allerdings auch unvermeidbar, weil es eben im Vergleich nicht so viele Frauen in Führungspositionen gab und immer noch nicht gibt. Das Bild von Frauen in Führungspositionen ist aber aktuell leider auch nicht so viel besser geworden. Ich habe mir mal den Reykjavik-Index aus dem Jahr 2020-21 für Deutschland angeschaut. Das ist ein Bericht, der die Wahrnehmung von Frauen und Männern in Führungspositionen weltweit misst. Hierfür wurden insgesamt ca. 20.000 Menschen weltweit befragt, ca. 2.000 davon in Deutschland. Hier kam auch raus, dass nur 41% der Menschen in Deutschland sich sehr wohl fühlen würden mit einer Frau als Regierungschefin, obwohl wir sehr lange Zeit eine hatten. Und noch weniger, also 39% der Menschen, würden sich sehr wohl fühlen, wenn eine Frau eine Geschäftsführerin eines großen Unternehmens wäre. Laut diesem Bericht ist Deutschland übrigens im Vergleich zu anderen Ländern ziemlich weit hinten dran, dass Frauen und Männer als gleich kompetent für Führungspositionen angesehen werden. Das sieht man auch an dieser Grafik ganz gut. Eine Punktzahl von 100 wäre ideal, 73 wäre der Durchschnitt und wir sind so bei 66. Aber auf der anderen Seite macht es natürlich diese Beispiele der Girlbosses nicht weniger problematisch. Und das soll jetzt übrigens auch nicht zeigen, wir sollten gar keine Frauen in Führungspositionen haben. Aber wenn die Frauen, die an der Spitze sind, genauso ausbeuterisch arbeiten und genauso problematische Arbeitsumfelder erschaffen, betrügen, diskriminieren und stehlen, dann ist das zwar schön für diese wenigen Frauen, die es ganz kurz nach oben geschafft haben. Und dass sie so richtige Girlbosses und CEOs sind. Aber es ist halt immer noch genauso scheiße für den Rest. Weil für den ändert sich nämlich dadurch genau zero. Und daran merkt man auch, Erfolg misst man eben nicht an der Spitze, sondern an der untersten Schicht. Und apropos Spitze und unterste Schicht, ich glaube, wir sollten in dem Zusammenhang auch mal ganz kurz über Pyramiden sprechen. Wahnsinnige Überleitung. Ich bin begeistert. Dankeschön. Was also klar wird, Girlboss und Bossbabe zu sagen, funktioniert ziemlich gut als Verkaufsargument. Besonders gut bei Leuten, die das Bedürfnis haben, empowered zu werden, und das nutzen einige Unternehmen schonungslos aus, zum Beispiel im Bereich von Network Marketing oder MLMs, also Multilevel Marketing, und das zielt oft speziell auf Frauen ab. Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Groß sagt in diesem Artikel auch, dass das historische Gründe hat. Das hat um die Jahrhundertwende mit einem klassischen Haustürverkauf gestartet, der typische Tupperwarenverkauf. Die Idee ist, Frauen können sich ganz bequem von zu Hause aus nebenbei ein Einkommen erwirtschaften. Wurdet ihr auch schon mal von jemandem, den ihr aus der Schule kennt und jahrelang nicht gesehen habt, angeschrieben mit: Hey, das, was du machst, ist wirklich inspirierend. Wir suchen genau solche Leute wie dich, die ihr eigenes Ding machen und sich sowas ganz Eigenes aufbauen können. Du müsstest dafür vor allem in deinem privaten Netzwerk aktiv sein. Hättest du Lust, mehr dazu zu erfahren? Nein? Nur ich? Ein Unternehmen, das besonders erfolgreich damit war und extrem viele Skandale und aktuell sogar eine ganze Dokumentation auf Amazon Prime hat, nennt sich LuLaRoe. Hier wurden ziemlich viele Frauen angeheuert und mit dem Versprechen, ihr eigenes Girlboss zu sein, empowered, um, ich sag mal, sehr wunderschöne, aber qualitativ nicht so hochwertige Leggings und anderes Zeug zu verkaufen, bis einige von ihnen realisiert haben, dass sie in dem System, in dem sie gerade sind, nicht so aufsteigen können wie versprochen. Die Doku-Serie ist ziemlich wild und erzählt davon, wie die Gründerin Deanne
Diane und der Gründer Mark ein riesiges Netzwerk von Händlerinnen rekrutiert haben und sich eine ziemlich spezielle Firmenkultur aufgebaut haben. We are creating confidence and security. I had achieved the dream. I was selling magic leggings. This is a huge opportunity in America. Women were selling breast milk so they could afford startup costs. It had just become a circus. Mark starts spouting off passages from the Book of Mormon. A mass delusion. Oh my God, I'm in a cult. Das Ganze wird irgendwann ziemlich toxisch, es geht um Sexismus, um Bodyshaming und um sektenähnliches Verhalten. Aber was so viele Frauen dazu gebracht hat, an diesen Gedanken zu glauben, war unter anderem das Versprechen, dass sie einen starken Zusammenhalt unter den Frauen in der LuLaRoe-Community haben und eine wahnsinnige Flexibilität, selbstständig zu arbeiten und mit wenigen Mitteln sehr weit nach oben zu kommen. Und das kam besonders bei Müttern sehr gut an. And all of these women were talking about all the success they were having and all of the friends and this sisterhood that was so empowering. Wie genau Pyramidensysteme oder MLMs funktionieren und was das Problem ist an der ganzen Sache, das könnt ihr übrigens am besten hier nachschauen. Aber LuLaRoe und ihre Sachen gibt es immer noch. Wenn man auf die Seite geht, sieht man, dass sie Freiheit durch Fashion verkaufen wollen und sich als Familie inszenieren. Sie sind noch da, obwohl sie mehrere Millionen $Millionen nach einer Klage zahlen mussten, obwohl tausende Mitarbeitende gegangen sind und ihre Geschichte auch sehr offen unter anderem hier auf YouTube erzählen. Grund dafür könnten laut der Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Groß Gesetzeslücken sein. Arbeitsschutzgesetze greifen bei Selbstständigen nicht und strafbar sind MLMs auch nicht, solange Produkte verkauft werden und nicht hauptsächlich Geld verdient wird mit den neuen Mitgliedern. Pyramidensysteme sind in Deutschland übrigens auch verboten, also sobald das Rekrutieren im Mittelpunkt steht und nicht mehr der Verkauf. Der Markt ist nämlich sehr schnell gesättigt. Man musste auf jeden Fall sehr vorsichtig sein, die Grenzen zwischen MLMs und Pyramidensystemen zu erkennen. Das alles ist oft sehr geschickt aufgebaut, um die Gesetze zu umgehen. Und es gibt auch einige Grauzonen. Und gerade in der Pandemie haben es sich solche Firmen zur Aufgabe gemacht, potenzielle Girlbosses dazu zu bringen, von zu Hause aus ihr Business zu starten. Und es gibt auch echt nicht wenige Firmen, die nach einem ähnlichen Prinzip arbeiten und die es speziell auf Frauen abgezielt haben und die Botschaft vertreten, dass sie einfach nur nicht hart genug arbeiten, obwohl Studien aus den USA belegen, dass die Mehrheit der Angestellten Geld verliert, wenn sie in einem Multilevel-Marketing-System investieren. Im echten Leben hat die Idee von Girlboss also nicht so wirklich funktioniert. Was aber auch das Bild von Frauen an der Spitze immer noch ziemlich prägen kann, ist, wie solche Girlbosses in Serien und Filmen dargestellt werden. Mir fallen zum Beispiel sofort die gemeinen Frauen an der Spitze von irgendwelchen Unternehmen ein. Zum Beispiel die Chefredakteurin Miranda Priestley in dem Film Der Teufel trägt Prada. Wer ein Jahr für sie gearbeitet hat, kann danach einen Job bei jedem Magazin dieser Welt kriegen. Und sie haben weder Stil noch Sinn für Mode. Ja, Nein. Das war keine Frage. Sie ist karrieretechnisch ganz weit oben, ist aber extrem kalt ihren Mitarbeitenden gegenüber, hat Ärger in der Ehe, kriegt das alles natürlich nicht unter einen Hut. Am Ende entscheidet sich ihre Assistentin, lieber den Job zu wechseln, weil sie nicht so enden will wie ihre Chefin. Und ich habe so das Gefühl, sie war so die Blaupause für sehr viele andere ähnliche Charaktere. Eine andere Chefredakteurin, die bewusst richtig überzeichnet als genau diese Art von Girlboss dargestellt wurde, war die Maus Stephanie Stilton in der animierten Netflix-Serie BoJack Horseman. Sie ist die Chefin des Magazins Girl Crush, wird als skrupellos und ein bisschen dümmlich dargestellt, löscht die Leute aus, die sich ihr in den Weg stellen, will aber ironischerweise, dass Diane mehr und mehr Artikel schreibt, vor allem leichte und fröhliche Artikel zum Thema Female Empowerment, obwohl sie offensichtlich das genaue Gegenteil auslebt. Am Ende verkauft sie dann sogar ihr Business an eine große, problematische Firma und freut sich darüber, auch wenn das für alle anderen eine sehr schlechte Nachricht ist und sie die einzige ist, die dadurch einen Vorteil hat. Sie haben Girl Crush gekauft. Was? Das ist ja furchtbar. Nicht für mich. Ich werde damit reich. Du bist doch schon reich. Ach ja. Ups. Der wahrscheinlich gemeinste Girlboss, an den ich denken kann, ist Marla Grayson aus dem Netflix-Film I Care a Lot. Also, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, aber ich war teilweise einfach richtig schockiert von der Ungerechtigkeit, die sie in dem Film verkörpert hat. She forces them into the home, auctions off their house, and uses the proceeds to pay herself. Because caring is my job. Sie ist eine Betreuerin, die reiche und alleinstehende ältere Patientinnen und Patienten sucht, um sie dann ziemlich krass und systematisch auszubeuten, in Heime zu stecken und ihre Wertgegenstände und Häuser zu verkaufen, alles nur um sich selbst zu bereichern. Ihre Skrupellosigkeit kennt absolut kein Limit. Mich hat selten so eine Person in einem Film so sauer gemacht. Und als aktuelles Beispiel muss ich auch an die Präsidentin Orlean aus dem Netflix-Film Don't Look Up denken. Wieder mal verkörpert von Meryl Streep. Wir haben einen Kometen entdeckt, einen sehr großen Kometen. Oh, schön für Sie. Er steuert direkt auf die Erde zu. Dieser Komet ist ein sogenannter Planetenkiller. Zum jetzigen Zeitpunkt, denke ich, sollten wir die Ruhe bewahren und sondieren. Ruhe bewahren?
Und jonglieren? Viele interpretieren, dass ihr Charakter eine Anspielung auf einen oder mehrere ehemalige Präsidenten in den USA ist. Sie nimmt die Gefahr nicht ernst, die die Erde ganz akut bedroht. Für sie steht nur sie selbst, ihre Wiederwahl zur Präsidentin im Vordergrund. Sie hört nicht auf die Expertinnen und Experten um sie herum und am Ende will sie auch eigentlich nur ihren eigenen Arsch retten. Mich würde mal total interessieren, was ihr zu diesen Darstellungen dieser Frauen in den Filmen und Serien sagt. Ist euch da irgendwas aufgefallen oder fandet ihr für das, was sie sein sollten, eigentlich alles ganz gut erzählt? Mir kamen sie relativ eindimensional vor, also sie hatten alle meiner Meinung nach keine tiefergehende, nachvollziehbare Story, die erklärt, warum sie so sind, wie sie sind, und sie haben auch keine großartige Entwicklung durchgemacht, also sie waren einfach nur an der Macht und dabei fies oder scheiße oder fies und scheiße. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn ihr eine gute Darstellung eines Girlbosses kennt, dann schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Ich muss hier beispielsweise an die Apple-Serie Ted Lasso denken und die Chefin des Fußballvereins Rebecca. Sie war am Anfang auch ein typischer gemeiner Girlboss, wollte den Verein in den Ruin treiben, nur um es ihrem Ex-Mann heimzuzahlen und hat dafür bewusst einen Football-Coach eingestellt, der sich jetzt nicht wirklich gut mit Fußball auskennt, aber sie macht innerhalb der Serie eine persönliche und professionelle Entwicklung durch, gesteht irgendwann sogar alles und formt echte Beziehungen zu den anderen Charakteren der Serie, obwohl sie das eigentlich gar nicht wollte. Oder eine ausnahmsweise meiner Meinung nach sehr menschliche Darstellung einer Chefredakteurin eines Frauenmagazins ist Jacqueline von der Amazon Prime-Serie Bold Type. Jacqueline ist verständnisvoll, ermutigt ihre Mitarbeitenden, sich etwas zu trauen, unterstützt sie, ist aber auch sehr streng, wenn es sein muss und zieht Konsequenzen, wenn jemand mal verkackt hat und kann dabei Persönliches vom Privaten trennen. Also ich hatte das Gefühl, dass ihr nicht nur ihre Arbeit am Herzen liegt, sondern auch die Leute, die für sie arbeiten. Wobei die Arbeit in einer Redaktion teilweise schon sehr unrealistisch dargestellt wurde in der Serie, das muss ich dazu sagen, einschließlich Jacqueline. Also ich meine, sie hat einen Anruf von Beyoncé abgelehnt, nur um mit einer Redakteurin ein persönliches Gespräch zu führen und ihr einen Rat zu geben. Jacqueline, ich habe Beyoncé für Sie. Beyoncé Knowles. Wirklich, Andrew? Sagen Sie ich rufe zurück. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn meine Chefin von Beyoncé angerufen wird, dann würde sie aber sowas von rangehen. Und alles andere wäre mir auch hardcore unangenehm. I mean, es ist Beyoncé. Bitte geh ran. Und ich verstehe, dass alle diese Figuren aus unterschiedlichen Genres sind und jede Darstellung ihre Berechtigung hat und wenn es nur ist, um genau solche Leute zu kritisieren. Aber sie alle haben wahrscheinlich auch ihren Teil dazu beigetragen, dass man Girlbosses als solche heute einfach ein bisschen anders wahrnimmt. Die Kombination aus all diesen realen und fiktiven Dingen hat wahrscheinlich im Endeffekt dazu geführt, dass das Wort an Bedeutung verloren hat. Alleine der Hashtag hat auf Instagram über 26 Millionen Beiträge und zeigt eine wilde Kombination aus allen möglichen Sachen, von perfekt inszenierten Fotos, nichtssagenden Sprüchen, über Memes. Und wenn man sich eben anschaut, wer diesen Begriff so für sich verwendet hat, dann merkt man, dass das für eine ganz kleine ausgewählte Gruppe super funktioniert hat, die das gut zu ihrem eigenen Vorteil nutzen konnte, aber wie die Beispiele gezeigt haben, die Inklusion von einer Frau in einem Unternehmen, auch wenn es in der Chefetage ist, heißt leider nicht direkt Inklusion für alle. Und so ganz prinzipiell kann man auch darüber streiten, warum man überhaupt Girlboss sagen muss, weil es gibt ja auch keine Boy-Bosses oder so oder Boss-Bros. Also ja, Frauen in Führungspositionen sind immer noch keine Normalität, aber wenn wir weiterhin den Begriff verwenden, dann wird es auch wahrscheinlich nie Normalität werden. Das sagt übrigens auch die Erfinderin des Begriffs selbst. I've been celebrated more than the average entrepreneur because I'm a girl. So when people like me aren't the exception, I don't think we need the word girl boss anymore, and I think that will be a really cool thing. Und ja, ich muss zugeben, ich habe früher auch so Worte wie Powerfrau gesagt, auch hier auf dem Kanal, das ist wahrscheinlich so ähnlich, aber ich weiß es jetzt besser, okay? Ich habe gelernt. 2020 gab es übrigens auch diese Werbung in London, in der stand, du machst das Girlboss-Ding, wir machen das SEO-Ding. Weiß ich jetzt nicht. Jetzt könnte man meinen, so wie das geschrieben ist, dass Girlbosses keinen großen Plan von Technik haben. Deswegen gab es auch einige Beschwerden und am Ende hat die ASA, eine Organisation der britischen Werbebranche, entschieden, dass die Werbung gefährliche Stereotype verbreite und hat diese verboten. Also, es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass die Girlbosses dieser Welt und die Problematik des Begriffs langsam aber sicher durchschaut wurden und das ist auch sehr gut so. Ob der Gedanke vom Girlboss aber wirklich so zu 100% gestorben ist, darüber lässt sich übrigens streiten. In diesem Artikel heißt es zum Beispiel, dass der Begriff sich zu That Girl einfach weiterentwickelt hat. Wieso das Ganze so problematisch ist, hat Aurora ja auch schon in einem Video erzählt. Mich würde jetzt aber auch total interessieren, was ihr zu diesen Begriffen wie Girlboss oder Bossbabe oder so sagt. Habt ihr sowas verwendet und euch damit vielleicht ganz gut gefühlt? Oder habt ihr von einem Meme mitbekommen? Schreibt mir das bitte alles mal in die Kommentare. Und vielleicht sollten wir nochmal drüber nachdenken, was Erfolg als solches für uns bedeutet. Zum Thema Hustle Culture hat Aurora nämlich auch schon mal ein Video gemacht. Und hier kommt ihr zu unserem letzten
nächsten Video. Richtige Boss-Babes abonnieren diesen Kanal und drücken auf den Daumen nach oben und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit am Start seid. Bye!